Hi und herzlich willkommen zu meinem Fazit zu Vive und VR im Allgemeinen. Die Vive ist toll. Sie erfüllt meine Erwartungen, die ich seit der Rift-Ankündigung hege, und erfüllt mich mit Vorfreude auf die nächsten VR-Generationen. Natürlich hat sie ihre Kinderkrankheiten und Probleme. Die Auflösung ist zu gering, das Gewicht ist zu hoch, das Kabel nervt ein bisschen auf dem Rücken und der Preis ist halt verdammt hoch. Das kann sich nicht jeder leisten und will sich wahrscheinlich auch nicht jeder leisten. Aber all diese Punkte sind Sachen, die sich in Zukunft mit den nächsten Generationen von Virtual Reality beheben lassen. Und wenn man die dann außer Acht lässt, dann ist die Vive einfach nur ein absolut großartiges Erlebnis. Man hat sich noch nie so klein gefühlt, wie wenn man vor einem 3 Meter großen Skelett steht, nur mit Schwert und Schild bewaffnet. Man hat sich noch nie so groß gefühlt, wie wenn man über das Schlachtfeld schwebt und seine Truppen befehligt und man quasi ein übernatürliches Wesen ist. Und man ist noch nie so tief in eine Welt eingetaucht, dass wenn man die Brille abnimmt, auf einmal sich denkt, wow, ich stehe noch in meinem Zimmer. Und jeder empfindet das so. Jeder ist beeindruckt von der Immersion, die die HTC Vive erzeugt. Sogar meine Mutter, die die technikunaffинste Person ist, die ich kenne, war begeistert. Und der Grund für diese Immersion ist das Lighthouse-Tracking der Vive. Die Möglichkeit, sich in Echtzeit zu bewegen und mit der Welt um sich herum zu interagieren, ist einfach das, was Virtual Reality so real macht. Dass man in Deckung gehen kann, ausweichen kann, das Schild hochreißen kann, um den tödlichen Schlag abzublocken. Und das alles macht man ganz intuitiv. Man braucht kein großes Tutorial. Ein großer Punkt, der das unterstützt, ist halt auch die Steuerung. Man benutzt quasi nur 2 Button, den Trigger und das Trackpad. Mit dem Trigger greift man die meisten Sachen und interagiert mit der Umwelt. Und mit dem Trackpad teleportiert man sich durch die Welt. Klassische Spiele sind halt meist kompliziert. Oft muss man halt das Steuerungsmuster komplett neu erlernen. Auch beim Wechsel innerhalb des Genres. Und das ist eine riesige Hürde für Nicht-Gamer. Ich kann meiner Mutter kein Gamepad in die Hand drücken und ihr jeden einzelnen Button erklären. Deshalb müssen Motion Tracking und Room Scale VR zum Standard werden. Gamepad VR ist keine Alternative zum klassischen Gaming, da Gamepad VR weder intuitiv noch so eine starke Immersion erzeugt wie halt Motion Tracking. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder den Platz hat für eine 3x3 Meter Fläche, aber es geht auch mit weniger. Oft reicht es, sich im Stehen bewegen zu können oder auch nach Sachen greifen zu können. Richtiges Laufen funktioniert sowieso nicht in VR, da man wie gesagt nur eine begrenzte Fläche hat. Und so Lösungen, um auf der Stelle zu laufen, brauchen auch ihren Platz und sind auch teuer. Ich weiß nicht, ob VR eine so strahlende Zukunft hat, wie ich es mir erhoffe. Aber HTC und Steam haben einen Schritt in die richtige Richtung getan. Und man sieht dadurch, welch unfassbares Potenzial VR besitzt. Und dabei bin ich ja noch nicht mal auf Bildung, Industrie oder Kommunikation eingegangen. Dort gibt es so viele großartige Projekte und so viele Anwendungsmöglichkeiten für Virtual Reality. Jetzt muss halt bloß die Hard- und Softwareindustrie VR massenmarkttauglich machen, ohne dass dabei die Faszination, die VR ausmacht, verloren geht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass das nur meine Meinung ist und meine Gefühle zu VR. Ich will kein Bashing oder Fanboy-Krieg zwischen HTC, der Oculus oder PlayStation VR. Alle Systeme haben ihre Berechtigung oder werden ihre Berechtigung haben. Ich empfinde bloß den Weg, den die Vive geht, als den besten, weil er das meiste Potenzial besitzt. Und ich wünsche mir einfach nur für Virtual Reality im Gesamten eine glorreiche Zukunft.